BlackRock und Co. haben den Bitcoin-ETFs die Tür zur Kryptowelt betreten. Doch es ist nur der Anfang von etwas viel Größerem. Man spricht von der Tokenisierung, man spricht von Real-World Assets. Wenn es nach Larry Fink, dem CEO von BlackRock, geht, ist Tokenisierung die Zukunft. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. Und das sagt Larry Fink. Sehen das andere Experten auch so? Was sind diese RWAs und wie tokenisiert man eigentlich? Wir beleuchten das Marktpotenzial, die Chancen, aber auch die Risiken und vor allem schauen wir uns einige Beispielprojekte an. Es wird mega spannend. Also bleib dran und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt für mehr Videos. Viel Spaß! Real-World Assets, kurz RWAs, sind Vermögenswerte aus der realen Welt oder dem traditionellen Finanzmarkt. Wenn diese RWAs als digitale Tokens auf der Blockchain repräsentiert werden, dann spricht man von Tokenisierung. Tokenisierung ist also ein Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie. Im Grunde kannst du jetzt alles tokenisieren. Zum Beispiel Finanzprodukte wie Anleihen, Aktien, ETFs, Fonds, Kredite oder Kohlenstoffgutschriften. Dann Immobilien, direkt oder indirekt durch Immobilienfonds. Dann kannst du Rohstoffe und Edelmetalle tokenisieren, wie Gold oder Kaffee. Luxusgüter und Sammlerstücke, wie Designeruhren oder Kunstwerke, ja sogar geistiges Eigentum wie Patente oder Lizenzen. Kannst du alles auf der Blockchain digitalisieren und noch vieles mehr. So why are real-world assets seen as a revolutionary concept? Ja, warum sind RWAs so revolutionär? Die Tokenisierung von RWAs hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir über Investitionen, Eigentum und Vermögensverwaltung denken, grundlegend zu verändern. Eine Aktie zum Beispiel, unabhängig von den Börsenöffnungszeiten 24/7 auf internationalen Marktplätzen handelbar. Und das innerhalb von Sekunden. Ohne einen Makler, ohne einen Zwischenhändler, dezentral. Dadurch fallen Kosten weg. Keine Provisionen, keine Listungsgebühren, kaum Dokumentations- und Transaktionskosten. Dezentrale Börsen laufen vollständig auf Code, erfordern kein menschliches Eingreifen und haben bereits Handelsvolumina in Milliardenhöhe abgewickelt. Dann Liquidität ein Riesenfaktor. Dank Blockchain kann endlich ein Vermögenswert gehandelt werden, der schlecht bis gar nicht liquide ist. Ein Haus zum Beispiel oder ein Kunstwerk, denk an die Mona Lisa. Vermögenswerte können in Bruchteile aufgeteilt werden und werden damit neuen Investoren zugänglich. For instance, a super expensive property could be split into tiny parts, making it affordable for smaller investors to join in and invest. Eine Blockchain zeichnet diese RWAs unveränderlich und kryptografisch verschlüsselt auf. Finanzprodukte werden transparent abgebildet. Und das schafft wiederum Vertrauen bei sämtlichen Transaktionsaktivitäten und verringert menschliche Fehlerquellen. Die potenzielle Marktgröße dabei, nicht auszumalen, oder? The first reason why I'm so bullish on RWAs is that it has the largest total addressable market out of all the sectors out there. This is because so many things are considered real-world assets, right? Wie groß ist denn der aktuelle RWA-Markt und was ist die Prognose? Die Marktgröße allein von tokenisierten Wertpapieren beträgt jetzt schon, Stand des Videos, schätzungsweise knapp 500 Millionen $. Je nach allgemeiner Marktstimmung Tendenz wachsend. Laut DeFi-Lama ist der RWA-Markt gemessen am TVL-Gesamtwert eine der größten Kategorien im DeFi-Sektor. Zum Stand des Videos werden reale Vermögenswerte im Wert von über 4 Milliarden $ auf verschiedenen Blockchain-Protokollen erfasst. Crypto.com Research schlüsselte 2023 die RWA-Kategorien auf. Was du hier in dem Bild erkennst, ist, dass die Kategorie der Aktien- und Schuldenmärkte dominiert, mit einem Marktanteil von rund 60%. Daneben scheinen RWA-Kredite und Immobilien beliebte Anlagekategorien zu sein. Regenerative Finanzierungen wie der Kohlenstoffmarkt hingegen sind laut dieses Berichts deutlich eingebrochen. Kommen wir zu den Prognosen. Juni 2023 prophezeite ein Report der Boston Consulting Group einen Billionenmarkt für reale Vermögenswerte in den nächsten Jahren. Konkret könnte der Markt jährlich um 5,5% bis 2027 wachsen. Das würde jetzt bedeuten, dass der globale Wert der realen Vermögenswerte bis dahin auf 341 Billionen $ ansteigen könnte. Von diesen 341 Billionen könnten jetzt laut einer weiteren Studie von diesem Unternehmen
bis 2030 fast 16 Billionen US-Dollar auf Blockchains tokenisiert sein. Das wären mehr als 4%, fast jeder 20. Vermögenswert. Bei einer aktuellen Kryptomarktkapitalisierung von über 1,5 Billionen US-Dollar wäre das mehr als einmal 10. Über 100 Billionen US-Dollar beträgt übrigens laut Weltverband der Börsen der Aktienmarkt. Wie sehr explodieren Kryptoprojekte, wenn all diese Aktien tokenisiert werden würden? Einer der größten Finanzdienstleister aus den USA, Citigroup, zeigte sich mit den Prognosen etwas vorsichtiger. Laut dessen Bericht von März 2023 könnte die RWA-Tokenisierung aber dennoch der Killer-Anwendungsfall für die Blockchain-Welt werden. Um welche Summen geht's denn? Die Tokenisierung von Finanzdienstleistungen wird auf privaten Märkten voraussichtlich um das 80-fache zunehmen und bis 2030 einen Wert von fast 4 Billionen US-Dollar erreichen. In jedem Fall, wie viel Billionen jetzt hin oder her? Wir sprechen hier von Billionen an tokenisierten Vermögenswerten. RWA adoption is happening slowly but surely. Whether it's centralized or decentralized parties, RWAs are being integrated in both TradFi institutions and the DeFi open markets. This demonstrates the real demand no matter which side of the crypto spectrum you sit. Also, hier ist für jeden was dabei. Hey, du bist bereits Krypto-Investor und suchst nach Feinschliff für dein Portfolio, tust dir schwer mit der Analyse von Kryptowährungen? In meinem Kurs zeige ich dir, wie du in 5 Schritten deine Krypto-Investments verbesserst. Gemeinsam definieren wir deine finanziellen Ziele, analysieren Coins und gestalten ein maßgeschneidertes Portfolio. Dein Weg zum optimierten Krypto-Portfolio beginnt hier. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Wie tokenisiert man jetzt eigentlich einen echten Vermögenswert? Ich habe uns dafür mal den Ablauf in 6 Schritte unterteilt. Gehen wir die Schritte der Reihe nach durch. Schritt 1. Wähl dein Asset, was du tokenisieren willst. Aktie, Haus, was auch immer dein Kryptoherz begehrt. Wichtig dabei ist, den Vermögenswert vorab sauber zu definieren. Bei einem Haus wäre das zum Beispiel der Hauseigentümer, der eindeutige Titel, der aktuelle Renovierungszustand oder das Baujahr. Schritt 2. Hol dir Genehmigungen von den Behörden, um die Compliance-Anforderungen einzuhalten. Zum Beispiel solltest du sicherstellen, dass der Hauskäufer auch im echten Leben zum legitimen Eigentümer wird, wenn er den digitalen Token kauft. Schritt 3. Wähl deine Blockchain bzw. deine DLT. Die Blockchain sollte idealerweise Smart Contracts ausführen können. Und jetzt wird's spannend. Denn all diejenigen Blockchains, auf denen ja diese Vermögenswerte laufen, könnten das Kapital binden und an Marktkapitalisierung in Zukunft gewinnen. Der Wert dieser Kryptowährungen also könnte dadurch über die Dauer massiv steigen. Momentan setzen die meisten Projekte auf Ethereum. Es ist einfach das größte und umfangreichste Smart Contract Netzwerk. Viele Unternehmen gehen lieber auf Nummer sicher und setzen auf das, was sich am längsten bewährt hat. Doch nicht nur ETH könnte von der Tokenisierung profitieren. Denn tja, was ist das Problem mit ETH nochmal? Allerdings ist Ethereum auch langsam und teuer. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Tokenisierer für die Ethereum Sidechain Polygon. Und nicht jeder reale Vermögenswert passt zu Ethereum oder zu Polygon. Zum Beispiel ist es sinnvoller, sensible Vermögenswerte wie aus der Versicherungsbranche oder innerhalb der Banken nicht auf einer öffentlichen, sondern auf einer zugriffseingeschränkten oder sogar privaten Blockchain zu hosten. Das Xinfin XDC-Netzwerk funktioniert hybrid, öffentlich oder privat. Institutionen wie Banken können ihre eigenen privaten Subnetzwerke, also ihre Unternetzwerke betreiben und so sensible Daten sicherstellen. Bewusst können die Institutionen jedoch auf öffentliche und damit voll transparente Blockchains an den Mainstream über das Xinfin-Netzwerk gelangen. Polymesh ist ein weiteres Beispiel. Laut eigenen Angaben ist Polymesh die erste öffentliche, zugriffseingeschränkte Blockchain für die Tokenisierung von Wertpapieren. Enter Polymesh, the Layer 1 institutional-grade blockchain purpose-built for regulated assets. Through key design pillars incorporated directly into the chain's core, Polymesh overcomes the challenges that previous blockchains failed to meet, providing institutions with the confidence they need to engage with tokenization. In contrast, Polymesh uses a customer due diligence process to ensure all actors on the chain are verified,
Before interacting with the chain, users must validate their identity with a third-party customer due diligence provider, whether issuers, investors or stakers. Auch viele andere, insbesondere gut skalierbare Netzwerke, kommen für die Tokenisierung ja theoretisch in Frage. Zum Beispiel Algorand, Avalanche, Solana, Cardano, Constellation, Hedera, IOTA, der XRP-Ledger und viele, viele mehr. Also, dieser Schritt, wo du deine Blockchain wählst, ist gar nicht so einfach. Kommen wir zu Schritt 4. Wähle den passenden Token zum Asset. Und dafür gibt es unterschiedliche Token-Designs und Standardrahmenwerke. Wenn wir zurück an unser Haus denken, dann darf der Token nicht austauschbar sein. Dementsprechend müsste man ein NFT entwickeln. Außerdem müsste man festlegen, ob das Haus als ganzes NFT oder in diese aufgeteilten NFTs gehandelt werden kann. Schritt 5. Entwickle die passenden Smart Contracts. Der Contract regelt die Funktionsweise des Tokens, wie zum Beispiel die Eigentumsanteile an unserem Haus ausgegeben, übertragen und verwaltet werden dürfen. Smart Contracts, sind Computerprogramme, die nach dem Wenn-Dann-Prinzip automatisiert auf der Blockchain ausgeführt werden. Smart Contracts laufen unwiderruflich ab, wenn der Startschuss einmal fällt. Wenn wir tokenisierte Häuser auf den Blockchains hin und her bewegen, müssen wir alle Informationen mitbewegen. Doch der Smart Contract auf der Blockchain kennt nicht den genauen Kaufpreis oder die Identität des Eigentümers außerhalb der Blockchain. Für dieses Kommunikationsproblem gibt es Oracles. Dezentrale Oracle-Plattformen sind die Brücke zur Außenwelt. Sie stellen den Smart Contracts die richtigen Informationen bereit. Das derzeit führende Oracle-Netzwerk in diesem Zusammenhang ist Chainlink. Chainlink funktioniert dabei wie eine Art Adapter, um Off-Chain Daten in Echtzeit an die interessierten Käufer zu liefern. Chainlink stellt jetzt nicht nur die Infrastruktur, sondern prüft diese Oracles jetzt auch noch. Viele große Finanzdienstleister wie Swift oder das größte Wertpapierabwicklungssystem DTCC arbeiten bereits mit dem Oracle-Netzwerk zusammen. Oracles wie Chainlink, Datenanbieter oder Marktresearcher sind im Tokenisierungsprozess eingebunden und könnten vom RWA-Markt profitieren. Kommen wir zum letzten Schritt, Schritt 6. Präge und verteile die Tokens mit den verknüpften Informationen. Der Vorgang des Prägens von Tokens heißt Minting. Danach werden die Tokens über das gewählte Netzwerk emittiert und über die speziellen Marktplätze gehandelt. Smart Contracts automatisieren dabei sämtliche Prozesse wie Eigentumsübertragungen und Zahlungstransaktionen. Tokenisierungs- und Verteilerplattformen, Verwahrer und Wallet-Anbieter müssen hier alle eng zusammenarbeiten. Nur so können die Vermögenswerte sicher aufbewahrt, verwaltet und an die herkömmliche Finanzwelt angebunden werden. Das war's. Gar nicht so einfach, oder? Jetzt wird's Zeit für Anwendungsbeispiele. Blockchain-Netzwerke, Oracles, Tokenisierungsdienste, allesamt ermöglichen sie den digitalen Wandel unserer Vermögenswerte. Doch welche RWA-Anwendungsfälle gibt's bereits? Dazu mal 6 spannende Beispiele. Eure Ideen auf Twitter sind dabei mit eingeflossen. Danke euch schon mal dafür. Beispiel 1. Maker. Maker gehört gemessen an TVL zu den aktivsten Projekten im aktuellen RWA-Markt. Hinter Maker steckt der Stablecoin DAI, der von der MakerDAO, einer unabhängigen Gemeinschaft, herausgegeben wird. Das Maker-Team hat mit dem Community-Beschluss, dem MIP65, einen Mechanismus eingeführt, der RWAs gezielter ins Ökosystem einbinden soll. Es führte dazu, dass momentan über 50% der MakerDAO-Gebühreneinnahmen dank realer Vermögenswerte erzeugt werden können. Wichtig für den Cashflow und damit für den Stablecoin. Maker nutzt diese Einnahmen, so habe ich zumindest verstanden, um den überbesicherten Stablecoin weiter zu stabilisieren, indem die Reserven breiter gestreut werden. Maker stellte dafür zum Beispiel 2022 Kapital im Wert von $500 Millionen zur Verfügung, um kurzfristige US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen zu investieren. Daneben wurde ein extra Maker-RWA-Committee vorgeschlagen, welches als Art strategischer Berater verschiedene Handlungsempfehlungen erarbeiten soll. Beispiel 2. Centrifuge.
Centrifuge bietet eine Art On-Chain-Finanzierungsplattform an, auf der Unternehmen alle möglichen illiquiden Vermögenswerte wie Immobilien, CO2-Ausgleiche oder Forderungen tokenisieren können. Die Vermögenswerte werden als NFTs in Investmentpools gebündelt. Der Einsatz dieser RWAs dient daraufhin als Sicherheiten für Kredite bei anderen DeFi-Anwendungen. Der Sinn? Letztendlich zielt das Protokoll darauf ab, die Kreditkosten für Unternehmen auf der ganzen Welt zu senken und gleichzeitig DeFi-Benutzern eine stabile Quelle besicherter Erträge zu bieten, die nicht mit den volatilen Kryptomärkten korreliert. Verschiedene DeFi-Plattformen wie Maker oder Aave arbeiten mit Centrifuge zusammen. Bisher wurden so über 1300 RWAs im Wert von über 500 Millionen US-Dollar tokenisiert. Weitere DeFi-Protokolle für den RWA-Bereich sind zum Beispiel noch Goldfinch oder Maple Finance. Meine Kollegen von CoinGecko und Virtual Bacon klären uns auf. Maple is another protocol that provides an innovative protocol for credit specialists to establish on-chain lending businesses. This integration of industry standard compliance and smart contracts results in a versatile platform for financial institutions, pool delegates, and companies alike. Und was ist Goldfinch? Goldfinch is an innovative DeFi project that aims to provide under-collateralized loans to businesses in emerging markets, such as in Africa, Southeast Asia, and Latin America. Goldfinch has already established a consistent revenue stream that's not tied to the performance of the overall crypto market. And this shows just how important RWA is and how they can potentially lead to less volatility. Beispiel 3. Galileo. Das Galileo-Protokoll tokenisiert Luxusgüter. Uhren, Schmuck oder Autos. Ein Luxusgut wird mit einem NFT authentifiziert, damit es nicht mehr gefälscht werden kann. Galileo wählte die LCX-Plattform als strategischen Partner für den Leox Token Sale. Das Protokoll setzt auf Ethereum Token Standards und hat das Interoperabilitätsprotokoll von Chainlink integriert. Beispiel 4. Broppy. In meinem Video zu Krypto und Immobilien habe ich dir davon schon mal erzählt. Hier ein kurzer Ausschnitt. Das Immobilienunternehmen Broppy bietet einen NFT-Marktplatz zum Handel von tokenisierten Immobilien an. Der Kaufprozess wie Kaufeinverständnis und endgültiges Unterschreiben des Kaufvertrags samt Übertragen der Eigentumsrechte findet digital und über eine Reihe von Smart Contracts statt. Seine erste NFT-unterstützte Immobilie aus Florida verkaufte Broppy letztes Jahr für 210 ETH, damals 653.000 $. Die besten akademischen Forschungsinstitute wie die Universitäten von Harvard, Stanford oder Oxford tragen zu den technologischen Errungenschaften bei. Broppy baut auf Ethereum auf und versucht den Immobilienkaufprozess durch Tokenisierung zu vereinfachen. Andere Projekte wie Parcel versuchen den Immobilienhandel über die dezentrale Plattform liquider zu machen. Anleger können dort auf steigende und fallende Immobilienpreise spekulieren. Das DeFi-Protokoll Parcel ist noch vergleichsweise neu und läuft auf Solana. Beispiel 5. Pantos. Viele von euch haben beim Stichwort RWA-Tokenisierung das Projekt Pantos genannt. Pantos ist ein Open-Source-Forschungsprojekt, das vom Bitpanda-Team ins Leben gerufen wurde. Geforscht wird an dem ersten echten Multi-Blockchain-Tokensystem. Diese neuartige Technologie soll ermöglichen, alle möglichen Tokens zwischen verschiedenen Blockchains zu übertragen, ohne dass sich diese dabei auf Protokollebene vertrauen müssen. Konkret handelt es sich bei Pantos um ein Layer-0-Netzwerk, das auf mehreren Blockchains aufbaut. Diese da wären aktuell Ethereum, Polygon, Avalanche, Kronos, Celo, Phantom und die BNB-Chain von Binance. Das interoperable Netzwerk könnte zukünftig den Austausch von realen Vermögenswerten zwischen verschiedenen Blockchains erleichtern. Das Pantos-Netzwerk soll 2024 nach Abschluss der Beta-Phase auf den unterstützten Hauptnetzwerken starten. Und unser letztes Beispiel, Beispiel 6, OpenEden. OpenEden ist laut eigener Angaben das erste DeFi-Projekt, das über einen tokenisierten RWA-Tresor einen direkten Zugriff auf US-Staatsanleihen, die Treasury Bills, anbietet. Diese T-Bills sollen 1:1 durch US-Staatsanleihen, USDC und US-Dollar gedeckt sein und haben eine Rendite von aktuell über 5%. Die T-Bill-Tokens verwenden den Ethereum-Standard ERC20 und können frei über Wallets auf einer Whitelist übertragen werden. Hier geht DeFi nicht ohne KYC. Weitere Sicherheitsmechanismen wie ein Echtzeit-Proof-of-Reserve-Nachweis dank Chainlink sind eingebaut.
Investieren in reale Assets wie US-Staatsanleihen, 24/7 transparent und in Echtzeit, ja, klingt doch richtig geil. Warum tokenisieren wir nicht gleich sofort alles? However, the cons are pretty serious and they do worry me significantly. Es warten noch einige Herausforderungen auf uns. Viel an dem Konzept ist noch nicht ausgefeilt. Die erste Challenge betrifft unsere Sicherheit und den Schutz unserer Daten. Angenommen, wir würden jetzt alles on-chain bringen und dann würde das Protokoll gehackt werden. Ja, was, wenn der Kaufpreis oder der Eigentümer manipuliert wird? Say that a hacker was to steal a digital token that represents ownership of your house. Would that mean that your actual house now belongs to the hacker? Heck no, that's not how it works in the real world. Weiterhin könnten fehlerhafte, ausgeführte Smart Contracts unsere Vermögenswerte gefährden. Außerdem haben wir noch keine allgemeingültigen Sicherheitsstandards, die uns sagen, wie man am besten die Tokens sichert und aufbewahrt. Eine zweite Herausforderung ist die Sorge der mangelnden Skalierbarkeit. Eine Blockchain allein wird vermutlich nicht alle RWAs abfertigen können, ohne langsam und teuer zu werden. Es wird die Kapazität vieler Netzwerke brauchen, um die Vorteile von Blockchain sinnvoll zu nutzen. Eng damit verbunden ist die Herausforderung, Liquidität zu schaffen. Für eine hohe Liquidität brauchen wir einerseits viele kettenübergreifende Schnittstellen. Andererseits brauchen wir auch die aktiven Marktplätze mit Mindesthandelsvolumina, um die Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Jetzt stell dir mal vor, dein Traumhaus ist am nächsten Tag doppelt so teuer, nur weil die Liquidität fehlt. Aus mit dem Traum. Eine der größten Hürden jedoch sind von regulatorischer Natur. Wertpapiergesetze und Lizenzen unterscheiden sich von Land zu Land. Das hemmt Investoren und Unternehmen, auf Krypto zuzugehen. According to an EY Parthenon survey, 49% of institutional investors said that regulatory uncertainty is the primary perceived obstacle to tokenization. Zu guter Letzt finden manche Kritiker die Kosten zu hoch für den Aufwand, die Mehrwerte zu gering, dass Menschen auf die Blockchain umsteigen und einen Systemwechsel riskieren. Aber hey, von welchen Kosten sprechen wir hier? Die deutsche Unternehmensberatungsfirma Roland Berger rechnete das Ganze mal bei Aktien hoch. Demnach könnte man mit der Tokenisierung 4,6 Milliarden Euro an Post-Trading-Aktivitäten von Aktien bis 2030 einsparen. Das mag vielleicht eine stolze Summe sein, aber langfristig, über 2030 hinaus. Es ging doch um ein Investment in unsere Zukunft. Und mal ehrlich, wann hat uns Stillstand schon mal weitergebracht? Die Liquidität von niedrig gehandelten Vermögenswerten ist der entscheidende Faktor bei der Tokenisierung. Dies ist das Zehnfache, das die Menschen zum System bringt. Ich habe mich gefragt, ist die traditionelle Finanzwelt bereit für die Tokenisierung? Folgendes habe ich herausgefunden. Allein in den letzten beiden Jahren im tiefsten Bärenmarkt ist unglaublich viel passiert. Viele Großkonzerne wie JP Morgan, Mastercard oder Siemens befassen sich mit der Tokenisierung, bauen entweder ihre eigenen zentralisierten Plattformen oder versuchen, ihre Vermögenswerte in offene DeFi-Ökosysteme zu integrieren. Goldman Sachs führte Ende 2022 die eigene Tokenisierungsplattform GSDAP ein. Die Europäische Investitionsbank nutzte diese Plattform, um darüber 100 Millionen Euro an tokenisierten Anleihen auszugeben. Bereits im April 2021 emittierte die EIB ihre erste Anleihe, damals noch auf Ethereum. Die Regierung von Hongkong nutzte die Tokenisierungsplattform ebenfalls und verkaufte darüber die weltweit erste tokenisierte grüne Anleihe im Wert von umgerechnet über 100 Millionen Dollar. Die Bank of China tokenisierte im Juni 2023 über seine Tochtergesellschaft ebenfalls Wertpapiere auf Ethereum im Wert von 28 Millionen Dollar und das mit Hilfe der Investmentbanking-Firma UBS. Es handelt sich laut Medien um die erste derartige Transaktion, die ein chinesisches Finanzinstitut in Hongkong tätigt. Also, um die Frage zu beantworten, ja. Die Finanzwelt ist Status quo bereit für die Tokenisierung. But I personally am not expecting mass adoption in the short term. While the narrative seems promising, the centralized market mechanics are still too complex to just happen overnight. And also for the reasons I mentioned above, RWAs are nothing like the typical DeFi Ponzi's that can gain massive traction within just a few months' time. RWAs require real stringent regulation and management, and this takes time to establish. Dann heißt das, dass bis wir echte Utility erleben,
Bleibt die Tokenisierung nur ein spekulativer heißer Trend? 2024 könnte leicht das Jahr mit deutlichem Wachstum bei der Emission digitaler Anleihen werden, wenn nicht im Volumen, so doch auf jeden Fall in der Anzahl. Wie könnte die Zukunft ausschauen? Ich glaube, je mehr wir tokenisieren werden, desto erfinderischer werden wir. Neue Produkte und Einkommensquellen für uns werden entstehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem digitalen Auktionshaus, wo der Anleger einfach sein Asset als Token ersteigert und sich nicht um die Verwahrung kümmern müsste? Oder wie wäre es, wenn man smarte Geräte tokenisiert? Man spricht hierbei von Maschinen-RWAs. Automatisierte Drohnen, die in der Landwirtschaft den Dünger verteilen, smarte Windkraft- und Solaranlagen, Maschinen aus dem Bergbau, Autofahrzeuge von Carsharing-Diensten und so weiter. Weltweit könnte es von solchen Geräten bis 2030 knapp 30 Milliarden geben. Jetzt stell dir mal vor, all die Tokenbesitzer erhalten Geld, während diese 30 Milliarden Maschinen autonom arbeiten. Verrückt, oder? Und das wäre in absehbarer Zukunft. Wir sind nur noch ein paar Schritte davon entfernt. Oder, Larry? As I said, these are just stepping stones towards tokenization. And I really do believe this is where we're going to be going. We have the technology to tokenize today. Jetzt liegt es an uns. Welches als Art strategischer Parat. Und unser letztes Beispiel, Beispiel 6, Open Eden. Nochmal. Zwei Videosequenzen hintereinander. Zwei Wertpapiere hintereinander. Einer der größten Finanzdienste.